Hallo Leute, Philipp von LBM Bikers Outfit hier. Ich habe heute ein Helm-Review für euch und zwar zeige ich euch den i71 von der Firma HJC. Das ist der sportliche Tourenhelm mit Sonnenblende im Polycarbonat-Bereich und der hat euch jede Menge Features mitgebracht. Bleibt dran! Das Wichtigste vorneweg, ein neuer Helm für die Saison 2023 wird jetzt natürlich mit der ECE 2206 ausgeliefert. Das ist eine neue Helmnorm, eine neue Prüfnorm, die bald in der EU auch Pflicht werden wird. Die alte Norm, die 2205, die hat ja so seit der Jahrtausendwende ungefähr existiert. Wir wollen jetzt auch nicht auf jedes technische kleine Detail eingehen, aber um es ganz kurz mal abzureißen, der Prüfprozess wurde stark verschärft, das heißt, der Helm darf an mehr Punkten geschlagen werden, er darf mit mehr Kraft geschlagen werden. Die Visiere müssen mehr aushalten und wenn man es jetzt ganz platt einmal unterm Strich sagen würde, ein Helm, der die neue Norm erfüllt, kann potenziell sicherer sein als ein Helm nach der alten Norm. Kommen wir mal direkt zu den technischen Fakten vom i71. Diesen Helm könnt ihr kaufen in den Größen XS bis XXL und habt dabei 3 Schalengrößen. 3 Schalengrößen bedeutet einfach, dass sich die Außenschale des Helms immer so ungefähr an der Größe orientiert. Das ist auch ein Feature bei sehr billigen Helmen zum Beispiel. Da sehen kleine Köpfe sehr groß aus, weil der Hersteller dann eben die Helmgröße nur über die Innenpolster steuern würde. Das ist hier eben nicht der Fall. Ihr habt im Helm versteckt eine Sonnenblende, die euch natürlich bei wechselnden Licht- oder Wetterverhältnissen sehr zugute kommt. Immer bei HJC in den letzten Generationen haben wir das gesehen, ein kleiner Schieber links außen am Helm, mit dem ihr die Sonnenblende ganz einfach auslösen könnt. Und auch als Neuerung, was HJC jetzt bei immer mehr und mehr Modellen einführt, rechts und links am Helm eine kleine Halterung für ein HJC-eigenes Kommunikationssystem, das sich dann eben ein bisschen schlanker und schöner in den Helm einfügt als ein universelles System. Die Belüftung am i71 ist recht groß gestaltet. Ihr habt am Kinn und an der Stirn einen großen Lufteinlass. Der ist jeweils auch total einfach über die Klappe oder über den Hebel oben zu steuern. Wenn man auf der Rückseite des Helmes guckt, hat man da einen Auslass. Das heißt, auch die Kopfwärme aus dem Innenbereich kann rausströmen und vor allen Dingen haben sie die Lüftung auch diesmal wieder so schön gestaltet, dass es zu diesem sportlich kantigen Design des Helms wunderbar beiträgt, finde ich einfach total gut gelungen. Kommen wir zu einer der großen Veränderungen, auch wenn es vielleicht erstmal klein aussieht. Ihr kennt das bei HJC-Helmen in der Vergangenheit und auch immer noch bei aktuellen Modellen mit der Visierverriegelung vorne in der Mitte. Da nehmen sie hier beim i71 ein bisschen Abstand von, lösen das, präsentieren das in einem alten Gewand, aber mit neuer Technik. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, allerdings habt ihr hier an der Seite eine kleine Nase, so wie man das eben einfach von vielen Helmen kennt, zum Öffnen und Schließen des Visiers, kombiniert aber mit einem sogenannten Push- und Release-System, also einfach ein kleiner Hebel, der das Visier wirklich richtig fest verriegelt und der aber auch trotzdem bequem mit einer Hand zu öffnen ist. Ich schiebe einfach meinen Daumen hier drunter, drücke den Hebel, schiebe das Visier ein bisschen hoch und schon ist es offen. Nicht nur der Verschluss bei dem Visier wurde neu gestaltet und überarbeitet, ihr habt auch wirklich an der Visiermechanik hier an der Seite jetzt eine kleine Neuerung. Ihr seht das hier, das sieht so ein bisschen aus wie ein Dreieck. Und wenn ich jetzt dieses Visier schließe, rastet das an verschiedenen Punkten wirklich richtig ein. Im Endeffekt haben wir 3 Rastpunkte, wobei man sagen kann, für meinen Geschmack sind es 4 Visierpositionen. Wir haben ihn einmal komplett geöffnet, dann eben in der Mitte. Natürlich kann man ihn auch schließen, aber was man nicht vergessen darf, wenn ich das Visier einfach nur auf die Verriegelung von diesem Push- und Release-Hebel lege, habe ich hier unten noch eine ganz kleine Luftkante, wo eben ein bisschen Wärme aus dem Helm abströmen und natürlich auch Luft einströmen kann ein Riesenvorteil sein an sehr kalten Tagen, wo die erste Visieröffnungsstellung sozusagen zu viel ist und man einen unangenehmen Zug an den Augen hätte, legt man das Visier einfach nur unten auf den Hebel und hat trotzdem zusätzliche Luft im Helm. Bei diesem Helm liegt auch schon eine Pinlock-Scheibe mit dabei. Das ist ja diese Anti-Beschlag-Innenscheibe, die ihr von innen ins Visier setzt und die auf diesen beiden Pinnen, die man hier sieht, dann festhält. So, und jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen neuen Lieblingsfeature, was wir bei diesem Helm finden, und zwar die verstellbare Sonnenblende. Glaubt es oder nicht, es ist tatsächlich immer wieder für viele Kunden ein Problem bei Helmen, dass ihnen die Sonnenblende unangenehm ist. Und da gibt es 2 Faktoren, die wir immer wieder feststellen. Entweder natürlich stößt sie auf die Nase, das möchte man nicht haben beim Fahren. Und Leute mit einer sehr aufrechten Sitzposition haben es auch einfach manchmal, dass die Sonnenblende nicht weit genug runtergeht und die Sonne dann sozusagen durch den kleinen Spalt, der bleibt, trotzdem in den Augen blenden kann. Und jetzt machen wir hier mal an der Seite die eine Verriegelung der Kappe ab, wo man auch das Kommunikationssystem installieren würde. Und darunter kommt dann ein kleiner Hebel zum Vorschein, mit dem ihr tatsächlich die Sonnenblende in 3 Stufen verstellen könnt.
Die Standardeinstellung ist immer die am niedrigsten runtergehende Stufe und für jeden kleinen Klick, den ich mit diesem Hebel mache, kommt die Sonnenblende 5 mm weiter nach unten und, das zeige ich euch jetzt mal, wirklich ein großartiges Feature. Auf der letzten Stufe schiebt die sich auch wirklich ein ganzes Stück nach vorne. Das könnt ihr hier richtig sehen im seitlichen Profil. Und das ist eben genau für solche Fälle. Man sieht ja, sie kommt wirklich über den Atemabweiser schon direkt fast drüber. Das heißt, da kommt garantiert keine Sonne mehr durch. Und wenn man doch jetzt mal eine etwas größere Nase hat, gibt es da auch wirklich deutlich weniger Probleme. Also da wurde von HJCs Seite meiner Meinung nach richtig mitgedacht. Und es ist auch wirklich technisch total butterweich gelöst. Also es gibt da keine Hakel oder irgendwas beim Rausschieben dieser Sonnenblende. Die fühlt sich einfach total leichtgängig an. Jetzt habe ich ja schon öfter von den neuen Kommunikationssystemen gesprochen, die HJC uns auch 2023 liefert. Da haben wir einmal hier dieses 21B, das ist das 4-Wege-Intercom-System, was eben in komplett neuem Design daherkommt und auch an diesen Helm perfekt integriert werden könnte. Und ganz wichtig meiner Meinung nach, die 50B-Anlage, die bietet auch dieses Mesh-Kommunikationssystem. Das haben wir ja schon in unserem Shoei-Video ausführlich erklärt. Es ist eben einfach eine sehr viel flexiblere und offenere Art der Kommunikation, bei der ihr mit noch mehr Freunden sprechen könnt. Also auch da ist HJC jetzt für die neue Saison auf dem neuesten Stand. Schauen wir uns den Helm auch nochmal von unten an. Ihr habt hier einen Ratschenverschluss, das ist ganz typisch für einen Polyhelm in dieser Preisklasse. Rechts und links an den Polstern findet ihr so eine kleine Reflexbiese. Das ist einfach dafür da, wenn ihr den Kopf ein bisschen nach vorne neigt und jemand fährt hinter euch, dann strahlen die das Scheinwerferlicht sehr gut sichtbar zurück. Und hier am hinteren Bereich des Helms nochmal die kleine Klappe für die Kommunikationseinheit. Da würde dann der Akkupack reinkommen. Preisbereich geht beim HJC i71 zum Saisonstart 23 von 230 bis 270 Euro. 230 kosten dann die Unifarben, also zum Beispiel matt schwarz. Und eine Dekor-Variante, so wie dieser Helm hier, wäre dann bei 270. Bei der Größe könnt ihr euch sehr gut an der HJC-Größentabelle orientieren. Ich habe einen Kopfumfang von 60,5 cm. Das heißt, ich würde laut Tabelle eine XL brauchen und das kommt auch sehr gut hin. Ich habe einmal L und einmal XL aufprobiert. L ist ein ganz klein bisschen zu eng und ich würde auf jeden Fall zum XL-Helm greifen. Sitzt trotz meines etwas schmaleren Gesichtes auch sehr schön an den Wangen an. Finde ich eine sehr gut gelungene Passform. Was wir auch sehr interessant finden an der neuen Helmnorm ist, wie sie das Gewicht der Helme beeinflusst. Und dafür machen wir einfach mal den Praxistest heute. Ich habe den i70 rausgesucht, das ist der Vorgänger des i71 und wir wiegen jetzt mal beide Helme in Größe L. So, der i71 bringt hier knappe 1750 Gramm auf die Waage. Wir schauen mal, wie das bei seinem Vorgänger ist. Ja, ist auch so etwas über 1600 Gramm. Ihr seht also, das neue Modell ist tatsächlich ein bisschen schwerer geworden. Mit dem Gewicht der Helme ist das jetzt aber nichts HJC-spezifisches. Wir haben das auch schon bei anderen Herstellern festgestellt, dass eben Helme, die uns jetzt geliefert wurden, die schon die 2206 haben, doch ein bisschen schwerer sind. Da würde mein Tipp an euch einfach sein, geht zum Fachhändler, probiert den Helm mal aus und fühlt, ob das Gewicht für euch stimmig ist. So, das waren einmal alle wichtigen Fakten zum HJC i71. Alle Dekore, die es von diesem Helm so gibt, könnt ihr natürlich bei uns im Shop unter www.lbm-shop.de angucken und auch hier im Geschäft in Bielefeld haben wir die Dinger natürlich schon da. Falls noch Fragen offen geblieben sind, das gleiche wie immer, lasst uns einen Kommentar unter dem Video da oder setzt euch anderweitig mit uns in Verbindung, dann können wir eure Fragen bestimmt noch beantworten. Von meiner Seite wäre es das schon wieder, wir sehen uns im nächsten Video, bis dann.